This is Estonia. Mayday, mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Mayday, mayday. Um 0:24 Uhr sendet die Fähre SOS. Besteht keine Hoffnung mehr, Überlebende der Estonia zu finden. Die meisten fanden den Tod im Bauch der Estonia. An der Unglücksstelle nur noch Leichen und leere Rettungswesten. Nach dem Untergang der Titanic war der Untergang der Estonia die größte Katastrophe, die Europas zivile Schifffahrt jemals erlebt hat. In der Nacht zum 28. September 1994 sank das Schiff und 852 Menschen verloren ihr Leben. Bis heute ist die Unglücksursache nicht ganz geklärt. Doch jetzt hat ein Filmteam neue Aufnahmen vom Wrack gemacht. Sie zeigen ein bisher unbekanntes Loch im Rumpf, 4 Meter lang. Wegen dieser Aufnahmen steht der Filmemacher in Schweden vor Gericht. Do you expect to go to jail tomorrow evening? I have done what I've done. I'm just a journalist on duty, and if I need to be punished for that, that's up to the court. Warum erfährt die Öffentlichkeit erst 26 Jahre später von diesem riesigen Loch? Was ist dran an dem Vorwurf, hier sollte die Wahrheit vertuscht werden? Im Archiv des NDR finden sich unzählige Dokumentationen über den Untergang der Estonia. Ups, da kommen sie. Das ist alles vom September 1994. Die Oktoberbänder, die habe ich schon dahin geparkt. Der Untergang der Fähre gab viele Rätsel auf. Die Estonia war auf dem Weg von Tallinn nach Stockholm. Kurz vor der finnischen Küste der Notruf. In weniger als einer Stunde sank die Fähre komplett. Was war die Ursache? Kurz nach dem Unglück wurde die Bugklappe geborgen. Sie war offenbar bei voller Fahrt abgerissen. Das Autodeck war in kürzester Zeit vollgelaufen. Guten Abend, Christoph Lüttger in Turku. Es werden noch mal morgen die Hubschrauber aufsteigen, es werden die Schiffe losfahren, man wird suchen, man hat keine Hoffnung mehr. Heute erzählt mir der ehemalige NDR-Chefreporter, wie schon kurz nach dem Unglück die wildesten Theorien ins Kraut schossen. Anschlag, Beschuss oder Schmuggel von Waffen. Dann gab es die ganz abenteuerliche Theorie, auf dem Schiff sei ein LKW gewesen mit ganz brisanter Ladung und auf einmal hatte man Angst, entdeckt zu werden. Und dann sei die Rampe ausgeklappt worden, auf hoher See, in voller Fahrt. Und man hätte versucht, den LKW so... Es kursierten die unglaublichsten Gerüchte und Spekulationen. Auch Lüttgerts journalistische Neugier war geweckt. Er recherchierte viele Monate. Am Ende war für ihn das fehlende Kollisionsschott ausschlaggebend. Hätte die Estonia das vorgeschriebene Kollisionsschott hinter dem Bugvisier gehabt, wäre auch nach Abriss der Spitze kein Wasser eingeströmt. Stattdessen sollte die weiter vorne liegende Autorampe als Kollisionsschott dienen. Die aber wurde beim Verlust des Bugvisiers zwangsläufig mit aufgerissen. Die Estonia stand im Sturm sperrangelweit offen, Wasser strömte ins Autodeck, die Fähre kippte und sank in Minuten. Also dieser Konstruktionsfehler ist unbestreitbar. Und was ich dann auch feststellte, dass die ganzen Genehmigungsbehörden und die Klassifizierungsgesellschaft, das gehört bei so einem Schiff ja auch dazu, dass die geschlampt haben, das war unglaublich. 3 Jahre dauerte es, bis der offizielle Untersuchungsbericht vorgestellt wird. Schuld am Untergang der Estonia sind Konstruktionsmängel. Schweden, Finnen und Esten der Kommission hatten sich in mühevollen Verhandlungen auf eine gemeinsame Sicht der Ursachen geeinigt. Die Verriegelungen des Bugvisiers hätten um ein Mehrfaches stärker konstruiert sein müssen. Doch Zweifel bleiben. Wurde die Ursache wirklich restlos aufgeklärt? Warum wurden die Toten nicht geborgen? Bis heute liegen sie im Wrack in 80 Metern Tiefe. Die schwedische Regierung hatte argumentiert, es sei zu gefährlich, sie zu bergen. Und dann begann die Regierung auch noch, das Schiff mit Steinen zuzuschütten. Sie wollte eine Art Sarkophag am Meeresgrund bauen. Erst als Angehörige und Überlebende dagegen protestierten, blies die Regierung die Sache ab. Für viele sah es jetzt endgültig so aus, als sollte da etwas vertuscht werden. Mehr als ein Vierteljahrhundert danach sind jetzt schwedische Dokumentarfilme aufgebrochen und haben neue Aufnahmen vom Wrack gemacht. Die liefen noch nicht im deutschen Fernsehen, in Skandinavien nur. Wir haben sie schon mal sehen können. Die haben einen Tauchroboter herabgelassen in 80 Metern Tiefe. Und die Aufnahmen sind, Achtung, spannend. Das ist der Tauchroboter, ein ROV. Deck
green light to launch the ROV, please. Diese ferngesteuerte Unterwasserkamera hat das Wrack Meter für Meter abgefilmt. Copy. ROV launched. Aufnahmen, die die Filmcrew eigentlich nicht machen durfte. Nach dem sogenannten Estonia-Gesetz gilt das Wrack als Grabstelle. Tauchgänge sind verboten. Sie würden die Totenruhe stören. Deutschland hat diesen Vertrag jedoch nie unterschrieben. Deshalb sind die schwedischen Dokumentarfilmer mit einem deutschen Schiff unterwegs. Der MS Fritz Reuter aus Rostock. Als sich das Schiff der Unglücksstelle nähert, ist die finnische Küstenwache schon da. Wow. It seems like we have a law enforcement ship directly on our side, on Estonia wreck, waiting for us. Da hatten wir schon alle ein mulmiges Gefühl. Uli Baumhör war der Captain auf der MS Fritz Reuter. Jeden Tag war irgendwas anderes. Es kamen Hubschrauber, es kamen Schnellboote. Es war ein reges Treiben dort, wo wir waren. Das waren, glaube ich, Einschüchterungsversuche, um uns zur Aufgabe zu zwingen. Aber wir waren in Recht, wir waren in internationalen Gewässern. Aber so ein Seemann, der lässt sich nicht einschüchtern. Nein, also wir durften ja dahin. Deutschland hat ja eben halt dieses Bannmeilenabkommen eben halt nie unterzeichnet. Letztendlich haben wir da auch nichts Verbotenes gemacht. Wir waren nicht im Wrack, wir waren nur am Wrack. Wir haben das Wrack großartig nicht berührt und wir haben da keinen gestört. Location. What are your intentions? We are a documentary team that do a documentary film about the Estonia disaster. Yes, I understand. Is your intention to do some underwater operations? Yes. 2 Tage blieben sie an der Unglücksstelle, um Aufnahmen zu machen. Die ganze Zeit unter Beobachtung. Warum 2 Tage? Warum hat das so lange gedauert? Das Wetter musste auch passen. Wir hatten teilweise doch stürmische See gehabt. Da ist es schwierig, das Schiff auf Position zu halten, weil das ROV ist kabelgebunden und irgendwann ist das Kabel zu Ende. Und das war schon eine Kunst, das Schiff an Position zu halten. Okay. Weil da spielt eben halt Welle, Strom, Wind eine große Rolle. Ich zeige Christoph Lüttgert die Aufnahmen von dem bisher unbekannten Loch. Ich bin wirklich fassungslos. Einfach deshalb, weil man die schwedische Regierung, der muss man ja zumindest vorwerfen, dass sie dieses ganz wichtige Indiz zur Aufklärung dieser schlimmen Tragödie bis heute verschleiert hat, aktiv verschleiert hat, verhindert hat, dass man das aufklärt. Wir fahren jetzt nach Kiel, um die Fähre nach Göteborg zu nehmen, weil der Tauchgang, den das Dokumentarteam unternommen hat, Folgen hatte. Nämlich die schwedische Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben gegen den Regisseur und den Kameramann wegen des Estonia-Gesetzes. Sie hätten die Totenruhe am Grab unten verletzt an der Estonia. Und deswegen drohen ihnen bis zu 2 Jahren Haft. Der Prozess beginnt übermorgen in Göteborg. Und wir fahren hin mit dem Schiff. Okay, das ist schon ein bisschen beklemmend jetzt. Ich habe so viel gelesen und ich habe so viel gesehen jetzt über den Untergang der Estonia. Ich hoffe wirklich, dass wir eine ruhige Überfahrt haben und kein Sturm ist diese Nacht und dass wir gut schlafen können. Und jetzt wollen wir raus. Die Nacht bleibt ruhig, zum Glück. Ganz anders vor 26 Jahren. Eine stürmische Nacht, meterhohe Wellen. Die meisten Passagiere reißt die Estonia mit in die Tiefe. Die es rausschaffen, treiben eine Nacht in der eiskalten Ostsee. Nur 137 Menschen überleben. Ungeklärt blieb immer, warum das Schiff so schnell sank. Wenn vorne Wasser reinkam, musste die Luft irgendwohin entweichen. Zum Beispiel aus einem weiteren Loch im Rumpf. Am nächsten Morgen in Göteborg treffe ich Sarah Hedrenius. Sie hat die Katastrophe überlebt, da war sie 20. Was denkt sie über das bisher unbekannte Loch? I was not that surprised. I was a bit shocked, of course. I was not prepared for that, but
on the other hand, we knew it, that there were big chance that there should be a hole in the hull, because that was also many experts say that because of the fast, she was sinking so fast, and everything was not explained in this official report. And if there is a hole, that could also explain why it went down so fast. Und dann erzählt sie von lauten Knallgeräuschen in der Nacht und dass sie als Überlebende nie danach gefragt wurde. As a survivor of the Estonia, we met many survivors, and when we got the official report, we were really interested in that, of course, and we looked into it, but we could see that it was not fitting with our memories what happened. So the timeline was not correct. So we tried to contact the government saying that this is something wrong, we need to look into this. They never answered us about this. Der Dokumentarfilmer Henrik Evertsson ging noch zur Grundschule, als das Unglück geschah. Die vielen offenen Fragen ließen ihm keine Ruhe. Also startete er eine Expedition. What did you feel when you saw the hole? I don't know if it's suitable for German television, but of course it was a oh shit moment, because this was a very huge damage. It was so huge that it was impossible to fit it in one frame. So we needed to scan it, and it was growing and growing and growing. Diese Animation zeigt, über welche Länge sich der Schaden im Rumpf der Estonia erstreckt. Und was glaubt er, ist die Ursache für das riesige Loch im Schiff? Our mission has all the time been not to speculate. We're only presenting facts, and then it's up to the experts and the governments and politicians to decide what's next, what the next step will be. But it has been a lot of speculation, a lot of conspiracy theories, and I think it hurts a society like the Swedish or the Estonian in the long run. Am nächsten Morgen sind wir schon um 8 am Gericht. Draußen machen die ersten Kollegen ihre Aufsager für die Frühnachrichten. Das Loch in der Estonia ist eine Sensation in Schweden. Just one question. Are you optimistic this morning? Yes, it feels good to give my version of what happened and to respect the court, of course. So it's with mixed feelings, of course, but I think I'm optimistic, of course. Okay, thanks a lot. Good luck. Good luck. Der Untergang der Estonia ist für die Schweden so etwas wie ein nationales Trauma. Von den 852 Toten kamen über 500 aus Schweden. Im Gerichtssaal filmen dürfen wir nicht. Die Journalisten draußen erwarten, dass das Gericht die Aufklärung der letzten Rätsel der Estonia mit diesem Prozess nicht behindert. Oh, it's a deeply problematic because of the freedom of speech and freedom of expression. So we think that it's a problem that there is a prosecution at all. We think that journalism is not a crime. Das Verfahren wird noch einige Tage dauern. So lange können wir nicht warten und machen uns wieder auf die Heimreise. Am Abend läuft der Prozess gegen das Filmteam auf allen Kanälen. Filmteamet bakom den uppmärksammade dokumentären om Estonia. Dokumentären om Estonia. Ja, den här Estonia-lagen från 1995 har faktiskt... Die schwedische Regierung hat mittlerweile angekündigt, sie wolle das Estonia-Gesetz nun ändern, um eigene Aufnahmen vom Wrack zu machen. Nach 26 Jahren. Doch am Verfahren gegen Henrik Evertsson hält die Staatsanwaltschaft fest. Es ist absurd. Für mich erscheint dieser ganze Prozess in Göteborg wie eine weitere Episode in der unendlichen Geschichte einer verschleppten Aufklärung darüber, warum die Estonia vor 26 Jahren wirklich sank. Und den Angehörigen und den Überlebenden kann man nur wünschen, dass jetzt endlich Licht ins Dunkel kommt. 2 Wochen hat sich das Gericht Zeit gelassen mit der Urteilsfindung. Jetzt wurde das Urteil gesprochen. Freispruch. Der Regisseur Henrik Evertsson ist freigesprochen worden. Nicht, weil es nicht ein Straftatbestand ist und bleibt, am Wrack zu tauchen und Filmaufnahmen zu machen, sondern weil er mit einem Schiff unter deutscher Flagge in internationalen Gewässern war. Und deswegen konnte er nicht verurteilt werden und wurde freigesprochen. Und ob die Staatsanwaltschaft Revision einlegt, ist noch offen.
Wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Sache ausgeht, also ob noch irgendein Einspruch der Staatsanwaltschaft kommt, dann schaut in unsere Kommentare. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ansonsten gibt es hier noch spannende andere Reportagen zu sehen und viel Spaß damit.